Wir holen jetzt den Fan, 10 Meter Seil ran und dann sollten wir auch ohne Probleme den rauskriegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh Leute, die Musikanlage, die scheppert einfach nur. Alter, das ist das Krasseste, was ich je in einem Trecker erlebt habe. Ich war gestern in Funklachhausen, weil der Ort heißt so, weil wir da WhatsApp empfangen. Also da hast du Empfang. Oh, bleib am Leben. Da hast du Empfang nur auf einer Seite vom Acker. Wenn du eine WhatsApp schreibst, immer wenn du am Vorgewende bist, wird die abgeschickt. Und das hat sich halt so auch im Stream eingebürgert, dass der Ort Funklachhausen hat. Ich habe den ganzen Tag gestern laut Musik gehört, Alter. Die Anlage die scheppert so dermaßen. Das macht so Laune. Das ist so nice. Das ist so nice. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich schon lange bei Fendt kritisiere. Fendt hat eine Musikanlage eingebaut und die kannst du nur übers Terminal bedienen. Beziehungsweise ja, du kannst ein bisschen in der Armlehne lauter und leiser machen und muten, aber du kannst nicht das Programm wechseln. Und wenn ich jetzt meinen Faddy damit losschicke, und ich bin ja froh, dass Faddy da auch manchmal uns hilft und so, aber dann ist das so, Faddy möchte sich gerne mal Nachrichten anmachen oder Faddy möchte gerne mal die Musik leiser machen, wenn Svenny da wieder laut Schlager hört. Und ja, dann ruft er an oder sagt, ja, wie kann ich denn jetzt nur? Und dann, ja, dann musst du aussteigen. Na, Faddy, guck mal, hier musst du drücken, da. Aber das ist ja für uns jetzt als Fanfahrer relativ einfach, weil, ja, wir drücken Übersicht, drücken Musik, drücken OK, dann haben wir die Musikoberfläche und dann touchen wir daran rum. Aber der sieht das Display 1- oder zweimal im Jahr. So. Und das ist nicht die Generation, die damit aufgewachsen ist. Und von daher ist das extrem schwierig. Und hier ist es halt komplett anders. Wir haben hier ein Radio mit Touchscreen, was wir über die Armlehne bedienen können, was wir aber auch oben einfach an dem Rädchen, stumpf an dem Rädchen an- und ausmachen können. Und das ist im Prinzip ein schöner Hybrid. Ja. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf die Straße. Viele haben gestern im Stream gefragt. Ne, gestern nicht im Stream. Weil ich habe gestern Abend noch gestreamt, wie ich Tassen bedrucke. Viele haben gefragt, wie fährt er sich überhaupt auf der Straße? Und deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns das mal an. Da ist der Fahrkomfort nicht der größte, aber der Trecker ist halt kompakt, ja. Das heißt, wenn du halt hier so einen 8R mit Zwillingen hast, ist das mega gewaltig in den Ausmaßen. Ein 1050 war auch noch solide, das ist auch eine Wahnsinns-Riesenmaschine. Und Serion ist halt noch brachialer. Ich muss hier ein bisschen weit ausholen, weil das Vollmer hinten mit den Rädern sehr, sehr weit ausschwenkt. Und dadurch kann man noch ein bisschen, da hat einer da Steine hingelegt für die Ausfahrt und ihr wisst das ja, Leute, man bleibt da sonst hängen. Und deswegen fahre ich ein bisschen über die Außen. Und es ist ein bisschen rappeliger. Also auch die Motorhaube zittert so ein bisschen die ganze Zeit. Wenn wir jetzt hier so fahren, man sieht halt wirklich jede Bewegung von der Raupe so ein bisschen. Aber der Trecker liegt gut und liegt kompakt. Also es ist wirklich angenehm. Normalerweise ist das mit dem Gespann auf der Straße so ein bisschen schwierig zu fahren, weil es sehr wankelig und sehr massig, ne, wirklich. Weil dadurch, dass du hinten noch mal eine Achse hast am Fass, sorgt die auch noch mal ein bisschen für Dynamik in dem ganzen Gespann. Aber das liegt super unfassbar ruhig. Und ich komme damit gut klar, um ehrlich zu sein. Morgens, wenn er kalt ist, dann braucht er noch ein bisschen. Dann kommt er nicht so einfach auf Touren. Dass er dann alt noch so schwergängig ist, wenn Old Johnny hier in Gang kommt. Ich habe auch Drehzahlbegrenzung drin, ich mag das nicht. Aber Johnnys mögen gerne ja ein bisschen mehr schreien, aber ich mag das nicht so. Wenn man alter Fanfahrer ist und alles im Niedrigdrehzahlbereich macht, gerade mit dem 39 im Niedrigdrehzahlkonzept, wo 1300 Umdrehungen, da muss er aber brüllen, weißt du? Und hier geht eigentlich bei 1600 der Spaß ist richtig los. Ja. Und ihr merkt auch jeden kleinen Hügel. Ich fahre mal für euch.
Ich fahre mal für euch hier ein bisschen über den Kreisverkehr. Und hier ist halt nichts gefedert an dem Fahrwerk. Also die Kabine ist gefedert, aber ich möchte sagen, das Raupenband nicht. Und ja, so fährt sich das im Prinzip auch. Wenn man mal auf einen Stein fährt mit einer Raupe, dann ist ein Schlag, der geht direkt durch, Alter. Das ist direkt, als wenn du mit der Felge einmal aufsetzen würdest. So richtig so BAM! Aber ansonsten liegt er ruhig. Aber da merkst du dann wirklich direkt sofort. Was ich auch wirklich gut finde, man hat ein relativ schönes Gefühl für die Maschine. Also, du hast ein gutes Gefühl dafür, ob der Trecker jetzt schwer ziehen muss, ob er sich jetzt windet oder, versteht ihr, ob das alles noch im Rahmen ist oder ob das wirklich extrem schwer geht. Das hört bei einigen Schleppern, finde ich, so ein bisschen auf. Aber hier hast du ein extrem schönes Gefühl dafür. Was natürlich, Leute, auf der Straße willst du ein E23 Getriebe nicht geschenkt haben. Es ist nach wie vor eine Last. Das ist, ja, es ist halt super behäbig und träge und ja, auch in die Ecken reinstoßen und so. Du musst ihn da wirklich bei Laune halten. Also da ist ein stufenloses, keine Frage, aber ich bin es ja gewohnt. Ich bin ja schon ein paar Jahre E23 gefahren mit dem 8400. Riesenvorteil natürlich beim 8RX gegenüber, oh weia, Hannes hat vergessen zu blinken. Und wir haben geblinkt. Habt ihr nur nicht gehört. Macht er hier automatisch. Was soll ich erzählen? Ich hab's vergessen, Leute. Ach so, der Riesenvorteil gegenüber den RX gegenüber den Zwillingen. Viele sagen, ja, hättest du einen wieder genommen mit Zwillinge. Zwillinge muss die ganze Zeit ein Begleitfahrzeug vor dir fahren. Die ganze Zeit. Und es ist sowieso nicht vorgesehen, dass dieser Schlepper jemals auf der Straße irgendwas im Transport machen wird. Der wird tatsächlich nur hier vorm Fass fahren, der wird sicherlich im Frühjahr Dünger streuen, der wird Bodenbearbeitung im Sommer machen, der wird Aussaat machen und der wird Gülle fahren. Und ja, angesetzt sind so erstmal 1000 bis 1500 Stunden. Das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil, wenn man sich mit jemandem eine Maschine teilt. Und je nachdem, wie gut das funktioniert, soll das eigentlich so ein bisschen der Anfang und der Einstieg von der Kooperation sein. Weil das bringt natürlich wirklich beide Welten auch ein bisschen zusammen. Und beide profitieren auch so ein bisschen davon, auch personell, muss man ehrlich sagen. Weil man kann sich doch hier und da mal kurz aushelfen. Und wichtig ist, dass man jemanden findet, der relativ wenig emotional ist. Das heißt, der alles immer sehr nüchtern betrachtet und möchte meinen, ich bin auch so ein Kandidat und ich glaube, dann kann das gut harmonieren. Schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. So, wie ihr seht, wir fahren jetzt hier 35 und das Gespann liegt ruhig, der Schlepper liegt auch ruhig. Wenn wir natürlich über so einen Gully fahren hier, über so einen Gullydeckel, dann fängt er schon mal an zu zittern. Wie gesagt, wir haben Drehzahlbegrenzer drin und Eco-Modus, also da muss sich ja hier nicht so ein abfeilen. Ich habe heute Morgen Diesel getankt, aber ich hatte heute zum ersten Mal voll getankt. Ich habe jeden Tag ein bisschen mehr getankt, weil ich komme ja auch genauso an wie die Zubringer die letzten Tage, aber dann mache ich meistens noch Kameras fertig oder schließe den Stream an oder habe ja so noch zu tun oder gehe kurz einmal durch die Firma. Dies, das, jenes, das hält ja ein bisschen auf, da muss ich noch ein bisschen abschmieren, die Pumpe. Und ja, und so guckst du manchmal, beim ersten Tag war es knapp, gestern war es auch ein bisschen. Obwohl hätte ich mich gestern gar nicht stressen müssen mit der Zeit, aber ging. Und deswegen, keine Ahnung, brauchst ja nicht so viel Diesel am Tag. Ich habe gestern irgendwas mit 200 Liter verfahren. Also ich habe gestern 17 Hektar gemacht, musste natürlich hauptsächlich auf Zubringer warten. Aber 17 Hektar sind halt auch 700 Kubik. Und wir haben
gestern den Bereich gemacht, bei dem ist es 52 Hektar Stück. Und es ist so, dass auf der einen Seite ist so der Hochertrag und je weiter wir auf die andere Seite rüberkommen, desto mehr fällt es ab. Das heißt, wir sind auf der einen Seite auf 47 Kubik und dann gehen wir runter auf 44, auf 40, auf 38, auf 35. Und so zieht sich klar, wir haben die Ränder natürlich, die dann auch 35 haben. Ich habe dieses Jahr zum einen das auch ein bisschen so gemacht. Farmnet hat jetzt die Möglichkeit, die Karte nochmal zu individualisieren, die Applikationskarte. Und dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich die äußersten 10 Meter die Menge runternehme. Gerade an dem Stück, weil es halt komplett unter Bäumen ist. Und dann macht es keinen Sinn, da die kompletten normalen Mengen rauszufahren, weil da ernten einfach weniger. Die Pflanzen stehen in Konkurrenz mit den Bäumen, mit der Sonne und mit dem Wasser und mit den Nährstoffen. Bäume haben da wirklich einen wahnsinnig großen Einfluss. Gerade wenn die ein bisschen höher sind, dann ziehen die so ungefähr 15 Meter raus das Wasser und du siehst ja um jeden Baum immer so eine Stelle, wo die Pflanzen kleiner sind. So ein bisschen mit dem Schatten, wie sie auch das Wasser wegnehmen. Und dadurch habe ich mir die Karten so dann ein bisschen angepasst. Dadurch sparen wir natürlich auch ein bisschen Mengen und verteilen halt noch intelligenter. Und das macht letztendlich auch ein bisschen was aus. Es sind dann auch, ich sag mal, einmal außenrum sind sicherlich 2 Hektar. Und wenn wir dann, ja, sind 20 Kubik, die wir weniger da ausfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt aber nur noch schweren Boden, außer ein bisschen Funklochhausen. Da wird aber heute die Straße gemacht. Also da bekommen die Fahrbahnmarkierung und 10 Kilometer Umweg wollen wir jetzt uns nicht gönnen. Deswegen machen wir jetzt die schwereren Böden. Aber ist natürlich schwierig, sage ich euch so wie es ist. Da sind halt Stellen, gerade wenn die Zubringer einmal rübergerollt sind oder so, dann kommt der Boden da schon ein bisschen blöd raus. Ich versuche euch das mal, wir können ja relativ zeitig jetzt mal gleich Drohne fliegen. Versuche ich euch das mal in der Drohne einmal zu zeigen, was man da sieht, was ich da meine. Krass, wie die Bestände jetzt auch so explodieren, ne? Ein bisschen Sonne, jetzt hatten die noch mal Wasser am Wochenende. Und jetzt Wochenende gibt es 20 Grad und jetzt geht es richtig ab, Leute. Das kann ich euch aber sagen. Jetzt ziehen die Bestände richtig krass an. Und dann soll es nächste Woche aber wieder kühl werden. Und vielleicht kriegen wir dann noch mal die ein oder anderen Regenschauer, was ich dann wieder begrüßen würde. Aber unsere Böden sind halt schnell alle. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Weizen jetzt, das Getreide jetzt steht und momentan ist der Bestand ja üppig und wenn jetzt Sonne kommt, 20 Grad und der kann froh vor sich hinwachsen, 2 Wochen und dann ist auf den Sandkuppen spätestens das Wasser alle. Weil so ein Bestand zieht halt massiv Wasser am Tag. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Wasser das am Tag ist, aber das sind mindestens 6, 7 Liter am Tag. Und rechnet euch das aus, 10 Tage sind 100 Liter Wasser weg. Das geht da ratzifatzi. Na klar bringt der Tau jetzt nachts auch einiges, aber je trockener das natürlich wird, desto weniger Tau haben wir im Verhältnis. Also jetzt jeden Morgen sind die Bestände klatschnass, da läuft das Wasser regelrecht dran runter. Aber wenn wir dann 3, 4 Wochen keinen Regen haben, dann fehlt ja auch ein bisschen das Wasser in der Gesamtzirkulation. Ja, wir haben natürlich ein bisschen was aus den Moorwiesen hochdrückt, aber das ist nicht so krass. Und gerade hier sind wir 10 Meter höher, wo wir jetzt gerade hinfahren. Da fehlt das. Also hier kannst du auch am längsten dreschen, weil hier am wenigsten Tau kommt. Und so ein großer Unterschied ist das schon. Aber die Transportbreite ist natürlich sehr zu begrüßen. Das ist persönlich, weiß ich nicht, wie die meisten das sehen, aber für einen Fahrer, gerade so Bereich nachher 10, 50, wenn die Trecker extrem groß sind, dann macht es irgendwann nachher auch keinen Spaß mehr, den auf der Straße zu fahren. Weil du musst halt super umsichtig sein, du musst halt mit so vielen Fehlern eventuell von den Autofahrern rechnen. Und wenn wir jetzt einfach
Abmaße von einem LKW haben, ist halt super easy. Weiß ich nicht, schreibt mal in die Kommentare, wie empfindet ihr das, wenn ihr wirklich, wir haben ja auch einige der Zuschauer, die mit den Riesenböcken unterwegs sind, wie empfindet ihr das? Ist das, sagt ihr, ja, geil, schockt, oder ist ihr, ich bin so ein Typ, ich sage, ach, es ist einfach unangenehm, also es ist einfach riesig und ab irgendeinem Punkt macht es echt keinen Spaß mehr so. So, sind wir angekommen. Ich glaube, hier kommen Zuckerrüben her. Vermute ich jedenfalls. So, hier sind wir, auf der Seite ist das Stück, wo wir jetzt hinfahren. Und Svenny müsste auch gleich kommen, der ist kurz vor mir losgefahren, 10, 15 Minuten. Wir haben heute Morgen nochmal die Schrauben an der K50 nachgezogen, die waren aber fest. Also es hat anscheinend etwas gebracht, dass wir da wirklich den Druck runtergenommen haben. Ich habe jetzt einen anderen K50, jetzt hängt das wieder in einer Höhe. Und dann müssen wir einfach sehen. Und dann gucken wir auch mal hier, wie es vorangeht. So, jetzt wenn ich hier ankomme, stelle ich im Getriebe um, dass wir gerne mit dem 7. Gang anfahren würden. Alles andere funktioniert nämlich nicht. Warte mal, ich muss da weiter rüberfahren. Das heißt, wenn ich jetzt vorwärts reinlege, dann fahren wir deutlich langsamer an. Wahlweise mit dem 7. Gang. Und mit 13. Gang funktioniert das halt nicht, ne? Wenn wir eine Spitze auf den 13. hoch beschleunigen, wenn das gut läuft, dann wird das so sonst nichts. So, jetzt komme ich hier an. Ich habe mir hier noch gar nicht so viel angelegt. Leider Gottes habe ich das mit dem Import ja noch nicht hinbekommen. Ich gehe hier rauf und sage alle Anzeigen von dem Betrieb. Gehe ich hier rauf. Normalerweise ist es so, wenn du auf deinen Betrieb rauf fährst und du sagst auf Schlag, du gibst einfach rauf, dann zeigt er dir den dichtesten an. Also wenn du drauf stehst, ist das der erste. Dann würdest du den einfach antippen und dann fragt er dich, welche Spur. So, jetzt gehe ich halt hier rauf und sage okay. Und dann gehe ich hier einfach nochmal und sage Arbeit wieder aufnehmen. Das ist auch ein ganz geiler Move. Wir haben ja die blaue bzw. die Markierung für den Schlag. Das heißt, wenn wir raufgehen und dann fragt er, möchtest du die Arbeit fortsetzen? Das heißt, soll die Markierung bestehen bleiben oder löschen? Ja? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, stellt euch vor, wir haben jetzt hier Gülle oder Striptill gemacht und kommen wieder rauf und wollen Mais legen. Und dann ist es beim Fan zum Beispiel so, fährst du rauf, die Markierung ist noch da, du musst einmal auf Schlüssel gehen, du musst auf Mülleimer, auf Spuren und dann auf Mülleimer gehen und dann einmal löschen. Hier fährst du rauf, fragt er dich, möchtest du Arbeit wieder aufnehmen oder neu laden. Gehst du auf Spurwahl, weil wir hier nur eine haben, wählt er auch die eine automatisch schon an. Und dann wählen wir hier iTag, machen wir jetzt heute Morgen an und Autotrack und dann sind wir startklar. Dann können wir jetzt hier das Ganze ausklappen. Das könnte ich mir eigentlich auch nochmal auf den Joystick legen. Klappen wir jetzt das Ganze aus, das Vollmer. Da müssten wir noch ein bisschen fahren, dann können wir die Ausschiebeachse rausziehen. Und dann geht das los. Dann müssen wir nur auf den ersten Zubringer warten. Detlef sagt, er kann um kurz nach Frühstück den Fendt abholen. Da war wohl auch der Auspuff lose. Da ist Detlef aufgefallen, mir nicht. So. Wenn wir jetzt die Ausschiebeachse ausfahren wollen, dann muss ich über 7 km/h mich bewegen. Das ist einfach so eine elektronische Sicherungssperre, die da eingebaut ist. Einfach damit die Lasten auf der Achse nicht so doll sind. Und dann ist es auch das Beste, wenn wir das Ganze im leeren Zustand machen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir haben ja trotzdem Kräfte in die Seite oder auf die Seite rauf. Und wenn wir bei 40 Tonnen, was das Gespann voll wiegt, ausschieben, dann tut das auch der Achse ein bisschen weh. Und das wollen wir nicht. Oh, Hannes fährt übers Gestrippte. Ein ganz geiler, ein Move, den ich euch noch erzählen will. Ab und zu hat man das, wenn mal ein Stein kommt, dann springt ja das Schar hoch
Und manchmal, da sind ja hinten die Schläuche in diese Rohre reingesteckt und da sind Schellen. Und manchmal bricht dadurch die Schelle. Und da haben wir auf die schnelle Kabelstrapse. Stecken wir wieder rein, Kabelstrapse fest zu. Man sieht das hier, dann liegt eine Spur oberhalb, oben drauf. Ich habe mir jetzt Edelstahl-Kabelstrapse mit Zange bestellt. Die habe ich dabei. Funktioniert wie Sau. Also wirklich wie ein Kabelstraps durchziehen. Da ist eine Zange, wo man das durchzieht, damit das richtig schön straff ist. Fertig. Die Zange hat ein bisschen wehgetan, glaube ich 50 oder 60 Euro dafür zu bezahlen. Aber die Strapse waren okay vom Preis. Ich glaube, die Strapse haben 15 Euro für 50 Stück oder so. Moment, ich zeige euch die mal. Und wisst ihr, was mich noch ärgert? Ich habe noch keinen Duftbaum hier drin. So sehen die aus. Und die halten um einiges noch mal besser als Metallkabelstraps. Und gerade, es ist super schnell. Leute, das ist auch geil. So sehen die aus, Leute. Ich hatte einfach die Tür. Aber das ist es, Leute. Das ist es. So, später. So, Leute. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, kann man sich eigentlich mit einem 8RX festfahren? Da ist die Antwort. Kann man. Ich wollte hier gerade hinter dem Busch rumfahren. Das Fass ist leer. Also das Fass ist wirklich leer. Da ist nicht ein Kubik ist drin. Und ja, jetzt sieht man natürlich hier, dass da Wasser steht. Das hat man vorher nicht gesehen. Vorher sah die Fläche halt so aus. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, bist ja leer, kannst ja rüberrollen. Hat auch ganz gut geklappt. Der Trecker ist auch oberflächlich drüber gefahren, aber das Güllefass nicht. Das Güllefass, gerade die Ausschiebeachse, die hat da dafür gesorgt, dass der Boden wie so ein Damm, wie so eine Welle vorweg läuft. Ja, dann habe ich noch versucht, nochmal rückwärts. Aber bei rückwärts ist das Vollmer, die Räder vom Vollmer, die dann halt hinten sich im Boden reinstecken, habe ich versucht, nochmal anzuheben. Aber das Problem ist jetzt einfach, jetzt sind die Stollen voll. Also ich habe jetzt keinen Vortrieb mehr, weil es einfach schmierig ist. Ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie tief versunken bin, sondern wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ich habe einfach keinen Grip mehr. Und deswegen komme ich hier auch nicht mehr voran. Ich meine, ja, die Stelle ist weich, ich weiß das eigentlich, aber ich habe gedacht, beziehungsweise mit leeren Fass konnte man hier immer fahren. Wie gesagt, der Trecker ist oberflächlich gefahren, nur das Güllefass hat eine Welle vor sich hergeschoben. Ein bisschen ärgerlich, aber wir holen jetzt den Fan, 10 Meter Seil ran und dann sollten wir auch ohne Probleme den rauskriegen. Nur schade, was mich jetzt am meisten ärgert, dass wir die schönen Raupenlaufwerke eingesaut haben. Die sehen natürlich jetzt ein bisschen siffig aus. Das wollte ich ja nicht so haben, ne? Aber was soll man machen? Ist halt dieses Jahr ein bisschen weicher. Ärgerlich, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Dass das so schmierig ist. Wie gesagt, ja, jetzt sieht man natürlich auch, dass das hier ist. Aber vorher war es bewachsen. Es ist, wie es ist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag früh. Wir hatten ein bisschen Regen heute Nacht. Ich habe mich gestern fast noch mal 3-4 Mal festgefahren. Und der Boden, wo wir tatsächlich am einzigsten Bodenbearbeitung gemacht haben, der ist wirklich am weichsten, aber es ist irgendwie zu erwarten gewesen. Wir müssen mal halt gucken. Wir haben jetzt da noch 25 Hektar und da sind ungefähr noch 15 Hektar, die wir jetzt noch haben. Jetzt haben wir nur noch schweren Boden und ja, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber
das kriegen wir wahrscheinlich irgendwie nicht anders hin. Wir müssen da heute einen mit der Scheibenecke vorweg schicken. Wir brauchen einfach ein bisschen Boden, der bricht, damit wir da vernünftig Striptill machen können. Ich habe mich da ganz lange jetzt vorgesträubt, das zu machen. Und was soll ich machen, Leute? Wir haben jetzt zum Ende hin, wir haben jetzt die letzten Hektar und ja, irgendwie müssen wir ja nur was machen, um voranzukommen. Ich bin gerade hier eigentlich auf den Sonderkulturen und wollte jetzt gucken, ob wir hier was schon sehen. Ich bin der Meinung, hier beim Iberischen Drachenkopf, da. Oh, Telefon. Ja? Du weißt ja noch, mit welcher Düse wir leiden oder? So, also ich glaube, das ist der Iberische Drachenkopf. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Vielleicht doch, das liegt auch in der Reihe hier. Jetzt wird es warm übers Wochenende und ich denke mal, jetzt wird der auch auflaufen. Was wir natürlich hier sehen, ist Vogelmiere. Die kam jetzt doch relativ doll durch. Die hat man gar nicht so gesehen, aber Vogelmiere ist wirklich, die wächst gut hier auf unseren Böden. So, sehen wir hier was? Nee, hier kommt noch nichts. Ich glaube, hier war der Mohn. Da müsste ich einmal kurz auf den Aussaatplan gucken. Ah, ich glaube, nee, Mohn haben wir hier nicht gedrillt. Moment, ich gucke einmal fix. Doch, in der Tat ist das hier Mohn gewesen. Aber ich glaube, da kommt noch nichts. Obwohl ein paar kleine Pflanzen könnten auflaufen, könnten aber auch Unkräuter sein. Das ist ja in so einem frühen Stadion ist das ja wirklich alles gleich. Und ich habe die Pflanzen ja auch noch nicht so oft keimen sehen, sodass ich euch direkt bei so einem kleinen Stadion sagen kann, wenn die Stecknadelkopf groß da rauskommt, ob es ein Mohn ist oder nicht. Aber kann sein. Also jetzt Wochenende wird es warm und dann gehe ich davon aus, dass wenn alle hochkommen, ist auch nochmal gut, dass jetzt nochmal geregnet hat. Der Boden hat halt ja, nahezu 100% Wasser. Ne? Wir können jetzt hier scharen und es bleibt komplett feucht. Ist natürlich super. Ist super für die Kulturen. Ist natürlich fürs Vorankommen jetzt. Für die Aussaat vom Mais wäre es jetzt gar nicht schlimm. Ja, also da sind wir ja deutlich leichter unterwegs und dann haben wir ja wieder Scheibenschare als Rollen. Da haben wir gar keine Probleme. Schwierig ist natürlich, wir fahren auf feuchten Boden, der angelockert ist durch das Striptill. Und dann haben wir natürlich höhere Druckauswirkungen. Also man wird dieses Jahr definitiv öfter mal eine Spur sehen auf dem Acker. Das ist, glaube ich, fast nicht zu vermeiden. So, hier wäre der Schwarzkümmel. Ja, kommt auch noch nichts. Ich glaube, der hat auch sehr lange Keimzeit gehabt. Bin ich fast der Meinung. Und jetzt ist ja fast schon Ende April. Das heißt, wir werden den Hanf dann auch bald in die Erde bringen. Mal gucken, wie wir das jetzt alles untergeschoben kriegen. Es ist natürlich immer alles auf einmal und das Schlimme ist, dass man alles nicht parallel laufen lassen kann. Oh, hier haben wir schon jemanden, der wirklich gut hochkommt. Ich glaube, das ist der Lein. Moment. Nee, das ist Drachenkopf. Ach, das war Leindotter. Wir haben da hinten Senf, Leindotter, Mohn. Hier ist Schwarzkümmel. Und hier ist Drachenkopf, genau. Drachenkopf ist auch nämlich ein ultraschneller Keimer. Seht ihr? Der kommt schon gut hoch. Der kommt schon gut hoch. Und dann haben wir Lein und dann haben wir Färberdistel. Dann können wir die paar Meter jetzt auch noch gehen. Ja, der kommt schon gut hoch. Also der sieht Ende der Woche, glaube ich, sehr, sehr gut aus am Wochenende mit 20 Grad. 3 Tage 20 Grad, Leute, der geht ab. Der wächst auch super rasant und hat auch eine sehr gute Unkrautunterdrückung. Das haben wir zum Beispiel beim Mohn nicht. Also mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, vielen Dank für die Nachricht, dass der mit Mohn Erfahrung hat, aber er hat immer eher so 3 Kilo und nicht 750 Gramm gedrillt. Ja, die aktuelle Aussaatempfehlung ist, glaube ich, 500 bis 1 Kilo oder so, habe ich gelesen, oder 1,2. Deswegen habe ich 750 Gramm in der Mitte genommen und habe gedacht, naja, normalerweise kommt ja eh mal ein bisschen mehr raus bei so ultrafeinen Sämereien. Aber werden wir sehen, da müssen wir halt unsere Erfahrung machen. Saatgut ist halt bloß schweinisch teuer, ne? 3 Kilo werden ja dann irgendwie fast 500 € auf dem Hektar Saatgut kosten. Und man darf natürlich nicht alleine vermehren. Jetzt der Lein, sehen wir noch gar nichts. Öllein sehen wir noch gar nichts. Nee, der kommt noch nicht raus. Der kommt noch nicht raus. Und dann haben wir noch einmal die Färberdistel. Da können wir jetzt auch noch gleich hingehen. Und dann werden wir auch die Folge beenden können für heute.
Nee, Färberdistel kommt auch noch nicht. Dafür ist es wahrscheinlich einfach die Tage zu kalt gewesen. Aber der Drachenkopf, der iberische. Ja, kleines Resümee. Ich war nämlich eigentlich da vorne am Weizen gucken. Dass der... Doch, hier ist sie. Da ist schon eine. Die liegt wahrscheinlich ein bisschen flacher. Und... hier kommt auch welche. Die liegen hier etwas flacher, hier am Vorgewende. Und welches BBCH-Stadion der ist, ich habe nach wie vor beim Pflanzenschutz noch nicht weitergemacht diese Woche. Waren noch keine guten Bedingungen. Kalt, nass, windig. Jetzt die Tage soll es gut werden. Wobei ich das dann wahrscheinlich auch abschließen kann mit dem Wachstumsregler im Getreide. Ich halte das dieses Jahr wirklich für eine wichtige Maßnahme. Wir haben wirklich alle Bedingungen, damit es richtig wüchsig ist. Wir haben ja da nach den Sonnenblumen gedrillten und der ist noch nicht so weit. Also ja, der kommt sicherlich erst in 2-3 Tagen jetzt bei der Wärme. Dann werde ich erstmal alles andere fertig machen und am Ende da noch mal hingucken. Man will das natürlich am liebsten in einer Maßnahme rundherum abschließen, weil du musst ja nach jeder Maßnahme dann auch die Spritze entsprechend reinigen, wenn du danach was anderes machen möchtest. So wird es erstmal weitergehen. Also wir schließen heute Morgen Samstag Striptill ab bei uns. Dann fangen wir auch an mit Sonnenblumenlegen, mit Spritzen, das ist auf dem Plan. Und dann müssen wir gucken, Striptill liegt auswärts, das fährt dann danach zum anderen Betrieb. 2 Zubringer fahren mit. Und ich werde es dann wahrscheinlich nicht mehr fahren, sondern jemand vom anderen Betrieb, damit ich mich schon um die Aussaat und den Pflanzenschutz kümmern kann, damit wir daran vorankommen. Und ja, ich denke, nach den Sonnenblumen fange ich auch an, langsam mit dem Maislegen, damit es da auch vorangeht. Ist natürlich ein bisschen blöd, habe ich habe momentan keinen Überladewagen, weil mir da die Maschinen fehlen. Aber vielleicht kriege ich noch mit dem anderen Betrieb einen alten irgendwie besorgt. Aber jetzt im Frühjahr ist natürlich alles unterwegs, der da vor dem Überladewagen fahren kann. So muss ich halt immer zum Hof. Da liegt der Dünger und mir den Unterfußdünger dann selber reinfüllen mit einem Radlader. Ist natürlich, ja, lässt sich aber auch machen. Wenn man bedenkt, ich kriege da 3 Tonnen rein. Insgesamt brauche ich um die 30 Tonnen für einen Unterfußdünger. Und ja, sagen wir mal 10, 12, 13, 14 Mal vielleicht dahin. Mit morgens und abends kann man ja auch was mitnehmen. Dann geht das auch. Also vielleicht 2-3 Mal am Tag. Saatgut muss man natürlich auch mitnehmen. Da müssen wir sehen, wie wir dann vorankommen. Ach, eins wollte ich euch noch zeigen. Seht ihr da die hellen Stellen? Da hinten. Wir hatten gestern tatsächlich ein bisschen Sonne, ein bisschen dollen Wind und wir hatten sofort Winderosion. Und Lisi war so frei und ist hier einmal durchgefahren und hat euch das einmal auf Video aufgenommen. Die Häufigkeit der Bodenbearbeitung macht halt auch einen Unterschied bei der Winderosion. Im normalen Fall ist der Boden ja komplex verbunden, aber durch die Häufigkeit löst das sich auf, diese Verbindung untereinander, sodass Partikel anfangen können zu wehen. Und das ist etwas, was wir halt nicht haben wollen. Meiner verrückterweise ist komplett liegen geblieben. Also da hat es ausgereicht, obwohl wir Bodenbearbeitung gemacht haben, dass der liegen geblieben ist und wahrscheinlich auch letztes Jahr und
davor so wenig Bodenbearbeitung gemacht haben, dass er sich tatsächlich komplexer zusammenlegt. Aber hier ist es massiv weggeweht. Ist natürlich Bio, klar. Der Kollege braucht natürlich irgendwo die Bodenbearbeitung, um da den Pflanzenschutz ersetzen zu können. Aber das ist krass, wie schnell das, ich will euch das nur zeigen, wie schnell das auf unseren Böden geht. Das ist jetzt hier kein Bashing gegen meinen Kollegen, sondern einfach will ich euch zeigen, welche Auswirkungen Bodenbearbeitung halt haben kann in unserer Region. Es gibt Regionen, da ist Erosion gar kein Problem, gar kein Thema. Bei uns aber schon sehr, sehr doll. Und die tritt auch sehr, sehr schnell auf. Weil unsere Böden halt super schnell austrocknen. Und dann auch super, weil es dann auch super windig ist. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.